Oh mein Gott. Ein Garten. Ein Garten über den Wolken. Wie genial ist das bitte? Oh. Ja, ich denke, wir nähern uns schon langsam, Mr. Capone. Es schaut zumindest so ähnlich aus. What happened here? Nothing to worry about, my good man. What happens on the Hindenburg stays on the Hindenburg. Okay, ich will nicht wissen, was da passiert ist. Ich glaube, da hat jemand beseitigt werden müssen. How can you work in a place like this? You don't want to know where I worked before this, my good man. War noch nie die Polizei da? Ich meine, das kann doch nicht einfach so unter den Tisch gekehrt werden. You never had problems with the police? Oh, many a one, my good man. In fact, what I'm cleaning up is today's first problem. Das erste Problem des Tages. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr dazu. Are you saying the law doesn't apply here? We're too high up, my good man. The law has always preferred to look down. Tja, offenbar kann da hier oben so ziemlich alles passieren und keiner kriegt was davon mit. Oder man schaut einfach weg. Hindenburg, Japanese Garden. Ist echt schön da hier oben. Bis auf das Blut natürlich. Das ist leicht beängstigend, aber sonst... Oh, was haben wir da? Da war ein Rad. Da schaue ich sofort hin. Ich glaube, das sieht man sogar von da. Ist es das? Da dreht sich was. Und da sind viele Menschen. Ich gehe da mal schnell hin. Ein Zauberer. Oder Magier. Oder was auch immer. Messerwerfer. Ich warte nur, bis was schief geht. Oh Gott. Bravo. Was? Bitte was? Nein, ich war das nicht. Na, wie geht's dir? Alles in Ordnung? I'm sorry. Lebt sie noch? Ich kann nicht hingehen, ich sehe es nicht. Lebt sie noch? Naja. Ich gehe mal weg. Ich war nicht da. Es war nicht ich, es war irgendwer. Guten Tag, Mister. If it wasn't for my habit of checking all possible exits when I walk into the lion's den, I'd be a dead man. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und ich nehme an, das wird jetzt die Präsidentensuite sein, wo Mr. Al Capone wohnt. Was er nur von uns will. You should be rotting in jail. That's exactly what I've been doing for the last 19 and a half years. You'll be surprised what a little good behavior can do for a person. You're not gonna ask me for my last words this time? I'm a lot closer to death than when I last saw you. As are you. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Ich bin dem Tod wesentlich näher als bei unserer letzten Begegnung. Genau wie Sie auch.
Sind wir das? Na gut, es sind immerhin 20 Jahre vergangen. Aber warum hast du uns herbestellt? Why did you ask me here? Why did you come? Wir sind gekommen einfach, weil wir kommen haben müssen. Der Typ hat uns doch einfach mitgenommen. Aber irgendwie bin ich jetzt auch neugierig, was noch kommt. Rachsucht, na gut, es ist 20 Jahre her. Natürlich, er hat 4 Kollegen von uns ermordet, aber trotzdem. Wir sind neugierig, was er von uns will. I wanted to see if you'd improved with age. I'm glad to see the answer's no. When you said rot in jail, you really meant it, huh? Look, I didn't ask you here to find out who's got the snappiest comebacks. I want to hire you. What? Er will uns anheuern. Ob das so eine gute Idee ist? Sollen wir für einen großen Mafia-Boss arbeiten? Ich bin mir ja nicht so sicher. Neugierig bin ich schon, aber ich traue dem Ganzen nicht so wirklich. What's your game? Who do you take me for? Look, Ness. My granddaughter Sophia has been kidnapped. When what happened to my son, Vittorio, I put her in a boarding school. She was entered under a false surname, Colombo. Nobody knows who she is. Nobody? Only Milton, the man who brought you here. I trust him completely. 2 days ago, a guy turned up at the boarding school. He introduced himself as Guido Colombo, the girl's uncle, and her new legal guardian. He said her parents had just died in a tragic automobile accident. He produced all the relevant papers, driver's license, the custody document supposedly made out by the father, the death certificates. He explained away the fact that the girl didn't know him by saying he moved to Seattle before she was born. Any clues? Nah. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy. She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. As for the guy, the school principal said he was tall and slim, in his 50s. No particular accent. Black hair, no beard, no glasses. Well dressed. Could be anyone. But I know he was hired by one of my old associates. Someone wants to finish me once and for all. Maybe they want control of what's left of my organization. Maybe they hate my guts. And I thought I was the only one who still hated you after 20 years. What else have you got? I got this. And I got you. You don't have me. My place is at my diner. And your girl's not there. Huh. So where should I be looking? Naja. Du solltest es bei der Polizei melden. Seine Enkelin ist vermisst, für die es jetzt nicht ganz mitgekriegt haben. Sie ist entführt worden aus dem Internat. Und ich glaube kaum, dass ihm die Mafia da viel weiterhelfen kann. I'm not a cop anymore. Call the station. The station? Are you serious? The cops are rotten to the core. I should know. I helped make them that way. So why me? 20 years ago, I pushed you to the edge. I bought your friends and killed the ones who couldn't be bought. I got you so obsessed with me that your wife ended up leaving you. When you had nothing left, you walked into my house, shot my bodyguards, and pointed a gun at me. You could have killed me. But you chose to restrain yourself. You even gave my son a lecture on ethics. You're the only honest man I know. Eine schwierige Frage. Soll ich mich drauf einlassen? Wir arbeiten dann für die Mafia. Aber andererseits das Kind, wer weiß. Wir haben am Anfang ein Mädchen gesehen, was gerade ausgebrochen ist.
Oder dabei war auszubrechen, es aber offenbar nicht geschafft hat. Das könnte seine Enkelin sein. Wir machen's. Wir machen's fürs Kind. Nicht für ihn, nicht für die Mafia. Wir machen's fürs Kind. I'll do it. Not for you. For her. I knew I got the right guy. But I want something in return. As you can see, I'm not short of money. Ask. I won't haggle. Ja, du musst uns auf jeden Fall eine Gegenleistung bringen. Eine Spende ins Gefängnis oder ins Exil. Gefängnis. Wir haben in dem Zeitungsausschnitt gelesen, dass er aus dem Gefängnis gerade erst rausgekommen ist. Ich glaube, Gefängnis ist ihm ziemlich egal. Exil, das Land verlassen, ja, was bringt das? Das ist auch nicht wirklich. Eine Spende. Eine Spende an irgendeine wohltätige Organisation. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. You give your entire fortune to the Santa Esperanza hospice. That won't be difficult. I've been donating to them for decades. And I don't need the money anymore. I don't give a damn what happens to me, Ness. You just save Sophia. And you can start by investigating Carlo Boccarini. How did you know? Biggest forger in Santa Esperanza. Wouldn't surprise me if Sophia's so-called uncle's papers were made by him. Besides, he's been cursing your name ever since we put you in jail. Hey, I treated him like a son. After you killed his parents. They were selling booze without my permission. Wait, you know where to find them? I have a good contact at the station. A girl. Rookie. Straight arrow. Reliable. A girl? You saying you trust her? You are such a chauvinist. Do you trust me? Deal? Faustschlag. Ich will jetzt nicht, dass er ihm irgendwie ins Gesicht schlagt oder so, weil das X da oben herumschwebt. Also sage ich einfach mal abgemacht, weil wer weiß, was sonst passiert. That's a spirit. Keep Milton informed at all times, huh? You hear me? I know you from somewhere. Ja, wir haben persönlich nichts mit der Sache zu tun. Wir sind im Ruhestand und es geht uns eigentlich nichts an. Aber wir sind vermutlich der Einzige, der das arme Mädchen retten kann. You're not gonna ask me for my last words? You should be running. I'm never going to help you. Why me? I'm not asking you to help me. I'm not a coward anymore. I'll do it. Not for you. For her. Genau, wir machen es für sie. Und wenn der Capone meint, wir sind die This town has become a jungle. Oh, wenn der Capone meint, wir sind der einzige, die einzige Person, die das Mädchen retten kann, dann wird es wohl so sein. We're not even the rats are safe. Those who swore to protect us fight to steal the last scraps of dignity we have left. And those who should judge them prefer to squabble over their prey. But it wasn't always like this. The Santa Esperanza I was born in was a clean town. A place where it meant something to be a cop. Das finde ich jetzt gerade extrem cool mit dem Text. Das erinnert mich leicht an Max Payne 3. Da war das ja auch mit dem Text im Spiel. Until he arrived. Na, komm schon. Komm aus der Deckung. Oder haben wir ihn schon erwischt? Nein! Jetzt haben wir ihn erwischt. Ja, Headshot. Und nochmal Headshot. He took everything I had, but in the end I sent him to hell. In die Hölle. Rebuilt my life. Got my feet back on the ground. But now he's back. And he's dragged me in.
Er ist wieder da. Und er hat uns in die Sache mit hineingezogen. Ja, nach 20 Jahren. I'm gonna need help. Wir stecken schiefer in der Teiße, ja. Wir stecken tiefer in der Scheiße als damals. Verdammt. Whisky könnte es bestimmt gut gebrauchen, aber wir trinken jetzt keinen Alkohol, wir trinken Saft. Guten alten Orangensaft. Oh nein, das Telefon. Wir trinken erst einmal, so viel Zeit muss sein. Ah, das muss sein, ja. Wer ist das um die Uhrzeit? Ness. Eliot, I found Carlo Boccarini. I knew you would, Alice. Write this down. 31 Wicker Avenue in Lakeview. Thanks. Nice work. Eliot, what do you want with him? He's got a hell of a file. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt verraten sollten, dass wir für Al Capone arbeiten. Ich glaube, das kommt nicht so gut an. Wir behalten es erst einmal geheim. Wir lügen sie nicht an, wir halten es erst einmal geheim. Und wir erzählen es ihr dann, wenn es vorbei ist oder wenn die richtige Zeit gekommen ist. Weil ich will sie dann nicht auch noch mit reinziehen. Right now, it's better you don't know, Alice. What, are you protecting me? I promised your father that I would. I'm a cop, not a little girl. Alice, I don't have much time. I'll let you know how it goes. Thanks. Tomorrow's going to be a long, long day. "31 Wicker Avenue. This is it." You sure? I'm sure. At last. That stench of stale grease about you reminds me too much of my old job. Job und Bratfett. Wo hat er vorher gearbeitet? Auch in einem Diner? You worked as a waiter? I was a chef, and not in any old kitchen. At the maximum security penitentiary on Gore Island. Can't think of a better way to do time. And how do you think I met Alphonse? Playing golf? Alphonse? On the subject of cooking, I know your blueberry pie had an extra something. I still don't know what. Alphonse? So what now? You got a plan? Take a look around, in case there's a rear exit. I'll take the main door. My pleasure. Alphonse. Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Capone. Alphonse Capone. Und wir sind jetzt an Boccarinis Haus. Das war der Fälscher. Der Fälscher, der die Tochter entführt haben soll. Oder zumindest die Dokumente dafür gemacht haben soll. The fact that a criminal like him can hang up his shingle in broad daylight says a lot about Santa Esperanza. Oh ja. Aber immerhin mag er einen süßen kleinen Gartenzwerg. Oh, ist der knuffig. Interesting taste. Been centuries since a gardener visited this house. Maybe Boccarini's business isn't going too well. Da leuchtet was. Die Türklingel. Ich glaube, wir sollten hineingehen. Wir können ganz zivilisiert klingeln. Oder wir hämmern einfach an der Tür. Und ich hätte gesagt, wir hämmern einfach einmal drauf los. Warum auch nicht? Oh. Ja, natürlich fest. Ich will, dass die Tür nach hinten umfliegt. Boccarini? Carlo Boccarini? Nothing of interest out back. Sorry. You better come see this, Mr. Ness. What is it? I don't know how to describe it.
Was? Come one day, you take